So, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kanada Tracker Philipp. Ihr seht, es ist dunkel. Diese Woche ist nicht so schön. Also, ihr habt ja im letzten Video gesehen, dass ich da so lange warten musste halt, ne? So, und dass ich da halt später beim Kunden ankomme. Da war ich heute Mittag um 12 Uhr war ich bei dem Kunden. Habe angerufen, also man muss da reinfahren, dann ruft man an, dass man anliefern möchte. Und dann sagt die, ja, dein Termin war aber vor 5 Stunden. Ich sage, ja, ich weiß. Ich sage, ich habe aber gestern mehrere Stunden beim anderen Kunden verbracht und gestern Abend war meine Schichtzeit voll und dann konnte ich halt nicht früher da sein. Ja, ist okay, dann schieben wir dich irgendwann so zwischendurch rein. Ja, okay. Nach 2 Stunden habe ich mal angerufen und gesagt, ich sage, ja, das dauert heute, das wird nichts, das dauert. Ich sage, gut, alles klar. Dann habe ich dann halt meine Pause gemacht, habe geschlafen und jetzt bin ich eben gerade da raus. Ich habe da, glaube ich, 9 Stunden oder 10 Stunden, ich weiß es nicht, 9 Stunden, glaube ich, 10 Stunden habe ich da drin verbracht. Ja. Dann habe ich noch mit meinem Disponenten gesprochen, wie es denn jetzt weitergeht, weil ich will ja nach Hause und diese Woche wollte ich eigentlich Donnerstagabend zu Hause sein oder Freitag, aber da können die ja auch nichts für, also die können da ja nichts für, also von meinem Büro. Es ist halt so, wenn du halt bei dem einen Kunden wartest und die von meinem Büro, der Disponent denkt sich, der Philipp will Freitag zu Hause sein, das müssen wir hinkriegen und er gibt mir den nächsten Job und das ist alles so knapp getaktet. Die 5 Stunden, 6 Stunden, die du verbrennst, die holst du ja nicht wieder ein, ne? Du hast ja keine Flügel an dem Ding, ne? So. Und dann hängst halt hinterher und dann hat halt mein anderer Disponent heute angerufen und sagte, du Philipp, du kannst irgendwie, habe ich heute nichts, aber ich habe einen Trailer für dich. Ich sage, ja gut. Ich sage, wo geht der hin? Ja, nach Monken. Ich sage, gut, alles klar. Ja, aber Anlieferungstermin ist jetzt nicht so schön. Ich sage, wann denn? Ja, Freitagmorgen 1 Uhr. Nee, Quatsch, Samstagmorgen 1 Uhr, so muss ich sagen. Samstagmorgen 1 Uhr nachts. Ich sage, ja, mach ich. Er sagt, was? Ja, mach ich. Ja, aber da musst du nachts fahren. Ich sag, ey, Atta, ich fahre immer nachts oder tagsüber, nachts, nachmittags. Ich sag, ich fahre doch immer. Ja, stimmt. Ja. Willst du es denn machen? Ich sag, ja. Ja, dann musste ich halt so ein bisschen das hinplanen, dass ich jetzt halt meine Pause mache, jetzt losfahre. Es sind 1550 Kilometer bis zum Kunden, deshalb werde ich heute Nacht mindestens 6 oder 7 Stunden fahren, wenn nicht sogar 8. Und morgen werde ich ans Bett gehen, morgen früh. Und dann fahre ich morgen Nachmittag einfach den Rest weiter und dann liefere ich da Samstagmorgen um 1 Uhr an. Und es ist wohl ein wichtiger Kunde. Und da darf ich auch nicht zu spät kommen. So. Eigentlich komme ich ja auch nicht zu spät, außer diese Woche, dass ich da so, dass jemand meinte, meine 800 Säcke Kartoffeln zählen zu müssen. Die 800 Säcke, die haben mir diese Woche das Genick gebrochen. Da kommt ein Flieger an in Toronto, ne? Oh. Naja, egal. Auf jeden Fall werde ich jetzt zum Kunden fahren, das ist 25 Kilometer von hier entfernt, stelle den leeren Trailer dahin, nehme den vollen Trailer auf und dann versuche ich noch so einige Meter zu machen. Ich bin auch froh, wenn ich zu Hause bin diese Woche, sei ganz ehrlich. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Talk steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook habe ich eine wunderbare Gruppe, die heißt Kanada Tracker Philipp. Und die Glocke, die unten da an eurem Bildschirm hängt, die kann man drücken. Kostet nichts. Das riecht nach Diesel. Und ihr kriegt alles mit. So, ich würde sagen, ich glaube, ich filme jetzt nicht so viel in der Nacht. Mal gucken, wie ich das mit dem Video hinkriege. Irgendwie werde ich das hinkriegen bis Samstagmorgen. Bis dann. Bis gleich. Bis später. Ach ja, ich nehme euch mit. Bis bald. Tschüss.
So, hi. Was ist denn heute? Freitag. Freitag ist heute. Und zwar bin ich hier kurz hinter Montreal, weil ich gestern... Ah ja, ich habe erzählt, ja hier, letztes Mal erzählt. Eben habe ich gesagt, dass ich auf dem Weg zum Kunden bin, um da einen Trailer aufzunehmen. Das hat leider so viel Zeit in Anspruch genommen. Aber wenn ich das erzählen würde, würde es 2 Stunden dauern, das Video. Egal, die wollten... Der Trailer war nicht da, wo er sein sollte. Dann bin ich woanders hingefahren. Da war dann mein Trailer nicht gut. Der musste dann sauber gemacht werden, bla bla bla. Ja. Aber wir sind jetzt auf dem Heimweg und ich habe ja heute Nacht um 1 Uhr den Termin in Monken. So. Das hätte ich aber nicht geschafft, weil ich nicht genug Stunden hatte, um da hinzukommen, nachdem ich meinen Trailer gekriegt habe. Ne? Das hat alles zu viel Zeit gekostet. Also es war schon knapp genug berechnet, aber es wäre... Ich werde anstatt um 1 wäre ich da so gegen 3 Uhr angekommen. Und auf dem Trailer, das ist so, dass die Ladung wichtig ist. Und wenn die Ladung zu spät ankommt, dann gibt es eine Strafe. So. Ich dann überlegt. Und es ist ja so, ich fahre ja öfters nach Montreal, um Trailer zu holen. Und ich weiß, dass freitags immer 2 Trailer Richtung nach Hause gehen. Und dann denke ich so nach, also es war ja nachts, es war ja keiner im Büro. Also der Nachtdispatcher war irgendwie nicht zu erreichen und ja, ich habe keinen erreicht. So. Dann hatte ich dann überlegt, geplant, ist ja eigentlich nicht mein Job. Mein Job ist einfach nur zu fahren. Ne? Aber gut, ich habe es trotzdem gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ja, die beiden fahren noch 2 Trailer Richtung East Coast. Da wird doch ein Fahrer sein, der von Montreal eine volle Schicht hat bis nach Monken. So. Ja. Habe ich hier morgen angehalten um 8 Uhr. 8 Uhr? 7 Uhr? Ach, weiß ich nicht. Heute Morgen. Und dann habe ich dann da meinem Disponenten eine E-Mail geschrieben, habe ihm das erklärt und bla bla bla. Ich sag, Handy ist jetzt leise, ich schlafe jetzt. Plan was und ich rufe dich dann an. Ja. Heute Morgen bin ich dann irgendwann um 11 Uhr, bin ich so... Ich musste pinkeln, genau. Aufgewacht, so. Und dann denke ich so, guckst du mal E-Mails? Ja, und dann hat er schon geschrieben, dann habe ich ihn angerufen. Und dann... hat er das als gute Idee empfunden, war ganz verwundert, dass ich das so plane. Und das ist mein Tag. Und die sind alle länger als meiner. Ich habe den kürzesten. Und da war eben einer da, ein anderer Fahrer, der hat dann, oh hier, Sattelplatte gleich mal einfetten. Und dann war eben ein Fahrer da, der hat meinen Trailer weggeholt. Ich fahre jetzt nach Montreal zurück, das sind 50 Kilometer, also mit der Zugmaschine, das heißt also Bobdeal. Warte mal. Und werde einen anderen Trailer aufnehmen und dann fahre ich durch die Nacht. Auch komisch, ne? Ich komme gerade aus der Dusche, stehe in kurzer Hose mit Arbeitsschuhen und schmiere jetzt hier Sattelplatte ein. Bin mal ein bisschen verpeilt. Wahrscheinlich steht jetzt der Wind so, dass mein Pulli gleich ganz schwarz ist. So, ja, und dann fahre ich durch die Nacht nach Hause. Ich habe auch schon meinen nächsten neuen Trip für Sonntag. Die Wochenenden werden immer kürzer, aber sonntags fahre ich immer raus. Schrecklich. Na egal. Ich hoffe, dass es nächste Woche mal klappt. Ich bin ja geduldig manchmal, ne? Das heißt immer so, wenn ich richtig angepisst werde, dann werde ich immer ruhiger. Und wenn ich ruhiger werde, ist es nicht schön. Wenn ich ruhiger werde, möchte ich eigentlich, dass jemand fragt, was ist denn los? Und ich mich dann erklären kann. Aber wir machen das jetzt und dann gucken wir mal, was nächste Woche passiert. Ob ich nächste Woche wieder so hier stehe und dann durch die Nacht fahre. Dann finde ich das wirklich nicht gut. Dann bin ich aber auch angepisst. Na? Ihr wisst ja, ich möchte ja gerne am Wochenende zu Hause sein. Ich habe kein Problem, wenn ich mal nicht am Wochenende zu Hause bin, aber das ist jetzt 3, 4, 5 Wochen, glaube ich, jetzt in Folge und das mag ich nicht. Aber by the way, man sieht mir an, wenn ich angepisst bin und ruhiger werde. Ich brauche das nicht erklären, ich zeige das durch meine Mimik.
So, ich habe schön geschlafen hier. Außer dass ich zwischendurch den Trailer getauscht habe, aber ansonsten alles super. Die Erdplatte sieht auch wieder gut aus, ne? Ja, sieht gut aus. Schnee ist weg, Zeit für neuen. Oder wird es jetzt schon Frühling? Guck mal, der Neureifen sieht immer, ja, der sieht so noch anders aus, aber er passt sich so langsam an. Passt sich so langsam seinen Geschwistern an. So, ja, ich habe jetzt vor, also ich konnte jetzt auch nicht zu früh losfahren, weil ich habe ja von Mitternacht zu Mitternacht immer 13 Fahrstunden und ich habe jetzt noch 7 Fahrstunden über, also Restfahrzeit von 7 Stunden und deshalb wollte ich nicht so früh losfahren, dass ich dann irgendwann irgendwo noch 1-2 Stunden warten muss, bis ich dann meine Fahrzeit wieder kriege, weil dann ja auch meine Schichtzeit wieder runtergeht. Dementsprechend fahre ich jetzt irgendwie 15, 16 Uhr fahre ich los und dann gibt es noch eine Stunde Zeitverschiebung dazwischen. Die muss ich ja auch noch mitnehmen und dann denke ich, dass ich, wenn ich da jetzt runterfahre eine halbe Stunde, ich 11 Stunden da hochfahre, sind wir bei 11,5, dann nach Hause sind wir bei 12,5 oder 12, 3/4. Also ich komme nicht mit viel Restfahrzeit an, deshalb wollte ich das jetzt auch so kompakt wie möglich halten, ne? So. Ein Trecker. Hey, ich habe auch einen. Gibst du mal einen ab? Du hast 2. So. Gut. Ich mache mich jetzt fertig. Ich ziehe mir jetzt eine lange Hose an, ne? Weil so langsam wird es auch kalt. Bis später. Ich bin hier gerade in Edmonton, ich habe da gerade bezahlt. Ich habe gerade den Dicken getankt. Es ist 12:30, es sind -8 oder -10 Grad, ich weiß es nicht. Zu kalt für einen Deutschen. Aber im nächsten Leben möchte ich gerne den Wunsch haben, irgendwo auszuwandern, wo es richtig warm ist. Wo es nie schneit und nie irgendwie so kaltes Wetter gibt. Am besten in ein Land, wo es nicht unter 20 Grad wird. Plus. Ne? Unter 20 Grad plus. So. Aber gut, wir gucken einfach mal. So, jetzt habe ich noch... Wie habe ich jetzt noch vor mir? 580? Irgendwie sowas. 600? Also bis zum Kunden. Und dann nochmal 140 bis nach Hause. Also 7 Stunden. In 7 Stunden habe ich Feierabend. Um 7:30 zu Hause. Na, das geht doch noch, ne? Jetzt bin ich schon wieder um den Tag rumgelaufen. Jetzt noch pinkeln schnell und dann geht's weiter hier. Bis später.
So, guten Morgen, hab's geschafft. Ich bin hier um 7:30 heute Morgen angekommen. Ich bin zu Hause. Und ja, was gibt's zu sagen? Nee, ich habe heute Nacht noch alles gesagt. Und es war schön. Aber jetzt bin ich auch kaputt. Warum laufe ich hier draußen rum? Ich fahre jetzt zu meiner Postbox. Ihr wisst ja, ihr wisst, vielleicht weiß der andere es denn nicht, oder so, weiß ich nicht. Kann ich ja trotzdem erzählen. Und zwar hier hat man in Kanada die Möglichkeit beim UPS oder bei der Post oder sonst wo ein Postfach zu mieten. Dann hat man eine Adresse. Das ist gerade wichtig, also habe ich mir sagen lassen und ich glaube das auch. Das ist auch gerade wichtig, wenn man zum Beispiel hier einwandert und auf seine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung wartet oder mit der Regierung, also mit dem Government Postverkehr hat, dass wenn man zum Beispiel umzieht, dass der Government es ist praktisch, dass man eine Postbox hat, dann hat man nämlich eine feste Adresse und wenn man umzieht, muss man das nicht immer angeben. Das kann nämlich auch mal untergehen, weil es hier nicht so dieses Meldegesetz so wie in Deutschland gibt halt. Ne? Und dementsprechend habe ich ein Postfach und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Tour bin und da ich ja alleine bin, ist es ja so, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so einen Anflug kriege zum Shoppen, ne? Amazon ist ja da so ganz fett drin oder ganz beliebt, dann schicke ich das dann mal hin. Und da ist diese Woche ein Paket angekommen. Neue Akkus für meine Kamera. Nie wieder eine leere Kamera. Und zwar habe ich 3 Akkus bestellt und dazu gibt es dann so ein Ladegerät. Jetzt fahren wir mal ein vernünftiges Auto. So. Ja, und dann habe ich dazu ein Ladegerät und jetzt habe ich 3 Akkus. Und da ich momentan nur eine GoPro benutze, hat eine GoPro jetzt, ja, geht an, hat eine GoPro jetzt 3 Akkus. Ich werde nie wieder ein Akkuproblem haben. Ich werde nie wieder sagen im Video, der Akku war leer. Oder vielleicht doch, weiß ich nicht. Naja, wie gesagt, das werde ich jetzt erledigen und danach gehe ich schlafen gehen. Weil ich heute Abend noch was vorhab und morgen fahre ich schon wieder los. Also so wieder, wie es aussieht. Vielleicht ändern sie was. Vielleicht denken sie sich, Philipp hatte einen kurzen Reset oder Wochenendruhezeit. Der soll mal bitte was Kurzes fahren oder so. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ihr lasst euch überraschen, weil ihr werdet es im nächsten Video sehen. Und hiermit möchte ich dieses Video beenden. Ich weiß gar nicht, wie lang es ist, aber wir werden es ja sehen. Ne? So, Torque steht für Teilen, Abonnieren, Liken, Kommentieren. Facebook, Kanada Trucker Philipp. Wir sind 651 Mitglieder zurzeit da drin. Super. 651 Mitglieder in einer Gruppe. Voll geil. Egal. Drückt mal die Glocke, es kostet nichts. Ne? Das Abo ist heute umsonst. Wenn ihr heute drückt, ist das Abo umsonst. Morgen auch. Und dann übermorgen auch. Ne? So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, viel Spaß beim Video. Das ist das Sonntagsvideo und ich komme Donnerstag wieder. Keine Frage und bis bald. Tschüss.